Der Skorpion hat die Aufgabe, Minensperren schnell und mit großer Genauigkeit anzulegen, um ein großflächiges Gelände gegen feindliche Gefechtsfahrzeuge zu sperren. Die wesentlichen Elemente des Skorpion sind das Trägerfahrzeug, ein Fahrgestell aus der amerikanischen M113-Familie, die Minenwurfanlage und die Minenmagazine, bestückt mit insgesamt 600 Panzerabwehr-Wurfminen des Typ AT-2. Die AT-2 ist eine Hohlladungsmine mit elektronischem Zündsystem und programmierbaren Wirkzeiten. Diese und alle anderen für das System wichtigen Daten werden über einen Computer, EPAC genannt, gesteuert. Eine Minenwerfergruppe besteht immer aus 2 Minenwerfern, die gemeinsam operieren. Begleiten wir nun eine Gruppe bei ihrem Einsatz. In einer Deckung nahe des zu sperrenden Geländes wird zunächst einmal Munition geladen. Übungsmunition, versteht sich. Die 70 Kilo schweren Minenmagazine werden in die Halterung geschoben. Jedes Magazin hat 4 Ausstoßeinheiten mit jeweils 5 Minen. Circa 2 Tonnen werden so durch unsere eingespielte Crew in wenigen Minuten zugeladen. Die beiden Werfer führen nun 1200 Minen mit, um eine 3000 Meter breite, zweistreifige Minensperre anzulegen. Auftrag und Lage sind dem Minenwerfergruppenführer bereits bekannt. Anhand der Geländebeschaffenheit und der Forderung der Kampftruppe muss Hauptfeldwebel Höhr nun entscheiden, wie die Sperre am besten anzulegen ist. Ob beidseitig oder nur einseitig, ob automatisch oder von Hand ausgestoßen wird. Sierra 232, Wirkzeit Code 4. Hauptfeldwebel Höhr hat sich für einen beidseitigen automatischen Ausstoß der Minen entschieden. Beide Kommandanten geben jetzt die notwendigen Daten wie Minendichte, Ausstoßseite und Art und Wirkzeit der Minen in den Computer ein. Mit der Stellung feuerbereit sind alle Systeme aktiviert. Vorwärtsmarsch. Haben beide Minenwerfer ihre festgelegte Position erreicht, wird der erste Ausstoß vom Kommandanten per Hand ausgelöst. Alle weiteren geschehen dann automatisch. Die Minendichte bleibt gleich, unabhängig von der Fahrtgeschwindigkeit. So werden Löcher im Minenfeld vermieden. Die Breite der Minenstreifen ist variabel. Hier soll sie 500 Meter betragen. Bravo, mehr Abstand, mehr links. Der Kommandant hat, mit Hilfe des Computers, die Möglichkeit, den korrekten Minenausstoß zu überprüfen. In jedem Rohr des Minenmagazins befinden sich 5 Minen, die mit einem einzigen Ausstoß ausgeworfen werden. Der Skorpion erreicht im Gelände eine Geschwindigkeit bis zu 40 Kilometer pro Stunde. Diese beiden Faktoren, Geschwindigkeit und automatischer Minenausstoß, sind mit ausschlaggebend für den hohen Einsatzwert des Skorpion. Lichtschütze, Nebelanlage links und rechts Feuer. Durch eine Nebelwand geschützt wird der letzte Abschnitt vermint. Für die 3000 Meter breite Sperre hat die Minenwerfergruppe 10 Minuten benötigt. Ein Pionierzug hätte beim herkömmlichen Verlegen von Hand ca. 12 Stunden gebraucht. Hier Omega Charlie. Sierra 232. Wie abgesprochen, angelegt. Jetzt Sperrübergabe. Kommen. Die Ausstoßphase ist beendet, die Minenstreifen sind angelegt. Alles Weitere geschieht wiederum automatisch. Nach kurzer Zeit richten sich die Minen auf, der Sensordraht entfesselt sich, die AT-2 ist scharf. Bei Kontakt des Sensordrahtes wird die Mine aktiv.
Ihre Hohlladung durchschlägt jede bekannte Panzerwanne mit verheerender Wirkung im Kampfraum. Nicht ausgelöste Minen zerstören sich nach Ablauf der programmierten Wirkzeit selbst und schützen so die eigene Truppe.